Wir alle stehen manchmal vor schwierigen Entscheidungen. Doch die Entscheidung, die das Ehepaar Nick und Brooklyn Schnarr treffen musste, ist das Schlimmste, was zukünftige Eltern durchmachen können. Als Brooklyn mit ihrem 3. Kind schwanger war, konfrontierte sie der Arzt mit der Tatsache, dass das Baby krank zur Welt kommen würde. Trotzdem entschieden sich die Eheleute, die Schwangerschaft nicht abzubrechen und schworen, ihren Sohn zu lieben, egal wie er sein würde. Sie wussten noch nicht, welche unglaubliche Überraschung sie am Ende erwarten würde. Als alles vorbei war, beschloss Nick, die Geschichte ihres Sohnes der Welt zu erzählen, um anderen Eltern zu zeigen, dass Wunder selbst dann geschehen können, wenn man am wenigsten damit rechnet. 10 Monate lang trug meine Frau Brooklyn ein sehr krankes Kind unter ihrem Herzen. Die Ärzte sagten uns, dass er an Hydrocephalus leidet. Diese Krankheit wird auch als Wasserkopf bezeichnet. Wir konsultierten verschiedene Ärzte, die besten Spezialisten, die wir finden konnten, und sie waren sich einig, dass der Zustand unseres Kindes sehr ernst sei. Irgendwann sagten sie uns, dass es so schlimm sei, dass es keinen Sinn mehr habe, den Flüssigkeitsstand im Gehirn des Kindes zu überwachen. Es würde nicht besser werden. Wir weinten fast, als wir die Ergebnisse der Tomographie sahen. Irgendwann erklärten die Ärzte, dass unser Junge mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% direkt nach der Geburt sterben würde, und falls er überleben sollte, wäre es kaum vorstellbar, was für ein Leben ihn erwarten würde. Wir trafen uns mit Spezialisten, die uns erklärten, wie wir das Leben unseres Kindes unterstützen müssten. Wir erlebten einen Albtraumvortrag darüber, dass wir vielleicht irgendwann diese Unterstützung einstellen und unseren Sohn in Frieden gehen lassen müssten. Brooklyn zog nach Cincinnati, wo das Krankenhaus lag, und lebte in einem Hotel in der Nähe, falls es zu plötzlichen Wehen käme. Ich pendelte ständig zwischen den Städten, um sowohl zu arbeiten als auch mich um unsere älteren Töchter zu kümmern. Am 8. Juli erhielt ich eine Nachricht. Brooklyn war in der Geburtsstation. Ich eilte ins Krankenhaus. Gerade einmal 15 Minuten bevor die Ärzte den Kaiserschnitt begannen, hielten sie uns einen weiteren Vortrag darüber, dass das Kind nicht selbstständig atmen könne und wir möglicherweise den Ärzten erlauben müssten, es in den Himmel zu schicken. Brooklyn wurde weggebracht. Einige schreckliche Minuten vergingen, und dann hörte ich es. Mein Junge schrie, er atmete selbst, er weinte. In meinem ganzen Leben habe ich keinen schöneren Klang gehört. Er ist gesund, er sieht völlig normal aus, ein hübsches Baby, das seine ersten Tage verbringt, wie es sich für Babys gehört. Die Ärzte mussten kurzzeitig eine künstliche Beatmung anwenden, aber er hielt sich tapfer. Wie ist das möglich, nach all dem Schrecken, den wir durchgemacht haben? Ich zitiere den Arzt. Aus medizinischer Sicht können wir nicht erklären, was passiert ist. Irgendwie schaffte es das Gehirn, die Blockade zu durchbrechen und den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. In der Zeit, die meine Frau und ich im Krankenhaus verbrachten, hörte ich die Worte göttliches Eingreifen und Wunder öfter, als ich zählen konnte. Erfahrene Krankenschwestern und weltbekannte Ärzte konnten kaum ihren Augen trauen und jubelten mit uns. Ich weiß, dass alle Verwandten, Freunde und Kollegen für uns beteten und andere baten, uns in ihren Gebeten zu unterstützen. Ich glaube, der Dominoeffekt trat ein und Tausende von Menschen baten Gott, unserer Familie zu helfen. Danke, danke euch allen, danke, danke, danke für alle Gebete, die Worte der Unterstützung, die Karten, Nachrichten und E-Mails. Ich glaube, dass Gebete helfen können. Gott vollbringt noch immer Wunder. Es ist kaum vorstellbar, wie glücklich die Eltern des kleinen Charlie jetzt sind. Als ob höhere Mächte sie für ihre Standhaftigkeit und ihre Bereitschaft, ihren Sohn zu lieben, egal wie er sein würde, belohnen wollten. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.